Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Let's Read. Ja, ihr wundert euch vielleicht, was das eigentlich ist. In diesem Format lesen wir uns Code durch. Nicht Code, den ich selber geschrieben habe, sondern Code, der einfach cool ist, den man vielleicht schon mal verwendet hat oder irgendwoher einfach kennt, ja. Das heißt, sowas wie zum Beispiel Linux-Kernel möchte ich auch noch machen. Allerdings ist das einfach so ein Mammutprojekt und wir haben noch nicht alles in C gemacht, damit wir den ganzen Code verstehen können. Das heißt, da brauchen wir noch ein bisschen und da brauchen wir noch mehr Tutorials. Ich versuche also Code zu lesen, den man auch mit meinen Videos komplett verstehen kann und ich verlinke selbstverständlich in den Infokarten immer die entsprechende Playlist, ja. So, wir fangen an mit getpip. Getpip ist in Python geschrieben und ist die Datei, mit der ihr pip installieren könnt, falls es noch nicht installiert ist auf eurem System. Linux hat das normalerweise schon, aber Windows zum Beispiel eben nicht. Getpip ist, beziehungsweise pip selber ist die Paketverwaltung. Das heißt, damit könnt ihr Requests, JSON und so weiter und so fort verwenden. Und wir haben das schon so oft, also pip an sich haben wir schon so oft benutzt. Und getpip ist sehr interessant. Das wollen wir uns nämlich mal ganz kurz angucken. So, zunächst einmal fällt auf, diese Datei ist einfach insane groß, ja. Die hat 1808 Kilobyte, das ist 1,8 Megabyte und das ist für Code wirklich riesig. Vergleicht mal eure Python-Dateien mit diesen 1,8 Megabyte und schaut dann einfach mal, was zur Hölle da los ist. Aber das macht absolut Sinn, denn ja, getpip ist, nun ja, etwas mehr als nur eine Python-Datei, wie wir gleich sehen werden. So, wir öffnen natürlich zuerst einmal die Plattform und sehen erstmal hier relativ spannend einige Kommentare, die uns erzählen, dass da ein Haufen binäre Daten am Anhang ist und ja, dass wir uns da keine Sorgen machen sollen, denn das ist eine komplette Kopie von pip selber. Das heißt, in getpip.py, also diese Python-Datei, enthält einfach komplett pip schon. Es muss nur noch installiert werden. Es ist quasi in dem Python-Code eine Installation und die Installationsdatei selbst ist auch in Python drin, ja. Super spannend und das ist ja ein Skript, das heißt, es muss irgendwie in dieses Skript eingebaut sein. Das heißt, es ist ein relativ interessanter Mechanismus. Wollen wir uns mal kurz angucken. Wir sehen hier, os.path wird verwendet, package-util wird verwendet, das haben wir leider noch nicht behandelt. Ebenso wie sh-util, sys, struct und temp-file haben wir auch noch nicht verwendet, aber braucht man auch eigentlich relativ selten. Wir wollen uns aber trotzdem mal angucken, was hier passiert. Da sind nämlich echt einige interessante Kniffe drin und ja, macht euch keinen Kopf daraus, dass wir hier 22.000 Zeilen haben. Die brauchen wir definitiv nicht alle durchzulesen. Okay. So, zunächst einmal wird hier überprüft, welche Version von Python das ist, also mit der wir hier quasi gerade das Skript ausführen. Und das ist super, denn so könnt ihr quasi sagen, hey, wenn jemand das Ganze mit Python 2 ausführt, dann soll er bitte was anderes machen. Oder ihr führt einfach tatsächlich dieses Skript kompatibel mit Version 2 und Version 3 aus. Auch wenn Python 2 eigentlich mittlerweile keinen Support mehr hat, ist das trotzdem immer noch eine interessante Entwicklung hier. Es wird nämlich einfach überprüft, welche Python-Version haben wir mit sys.versioninfo von 0. Und wenn das 2 ist, dann haben wir Python 2, vermutlich 2.7, aber das steht da nicht dabei. Während wenn wir Python 3 haben, dann kommt hier Ebene 3 raus. Und wenn Python 3 ist, dann wird hier iter-bytes, die Variable iter-bytes sozusagen auf iter gesetzt. Das ist einfach in Python 3 eingebaut. Während in Python 2 gibt es iter-bytes nicht. Da muss man das kurz selber schreiben. Und das wird hier definiert als Ort von Byte für jedes Byte in einem Buffer. Und der Buffer ist quasi die Variable. Das heißt, da wird einfach eine Funktion erstellt, die im Fall von Python 3 einfach im System schon dabei ist. Und das ist der einzige Unterschied. Alles andere scheint zwischen Python 2 und Python 3 absolut kompatibel zu sein. Nur diese iter-Funktion, die gibt es eben in Python 2 nicht. So. Als nächstes wird ein Try ausgeführt und zwar es wird ausprobiert, ob man Base 85 Decode importieren kann, ja, beziehungsweise von dem Modul Base 64, welches über pip installiert wird, beziehungsweise welches über das System zum Beispiel installiert wird. Das ist also nicht immer dabei, okay? Dieses Modul ist einfach nicht immer vorinstalliert. Falls es installiert ist, wird das hier importiert. Falls es nicht installiert ist, kann man es auch nicht importieren und das heißt, wir bekommen einen Fehler. Das ist dieser Import-Error hier. Und falls wir diesen Import-Error bekommen, stürzt das Skript nicht irgendwie ab und sagt, man soll es installieren. Nein, was macht dieses geile Skript? Es sagt einfach, ich definiere mir halt dieses Base 85 Decode einfach komplett selber. Und zwar hier def b85 Decode, das sehen wir hier. Und dann wird einfach hier tatsächlich alles gemacht, was in dieser Methode drin vorkommt oder in dieser Funktion drin vorkommt, ja. Das heißt, da muss man dann eigentlich gar nichts mehr machen. Das Base 85 Alphabet besteht aus diesen wundervollen Buchstaben hier, also allen Großbuchstaben und 0 und
0 bis 9, ebenso wie die kleinen Buchstaben und einige Sonderzeichen, die vorkommen können. So, und da wird dann einfach umgewandelt, was Base 85 ist, also quasi Base 85, was hier in diesen Zeichen angegeben ist, also was quasi in diesen Zeichen dargestellt wurde, wird jetzt umgewandelt hier und in eine Schreibweise gepackt, die sinnvoll ist, beziehungsweise die auch verwendet werden kann. Wir sehen also, zuerst einmal wird eine 256 teilige Liste erstellt, die einfach nur None enthält, also quasi Null für die Leute, die aus einer anderen Sprache kommen, oder einfach halt nichts, ja. Und dann wird dieses Ding eben nach und nach gefüllt. Und wir sehen hier, okay, es wird halt immer genau dieser Buchstabe aus dem Base 85 Alphabet angegeben, wobei das natürlich in Bytes ausgeführt wird. Und dann wird das eben hier eingetragen in diese Liste im Endeffekt. Dann wird hier ein Padding eventuell gebraucht, falls man tatsächlich hier ein zu kurzes B hat. Dieses B ist der Parameter. Und falls dieses Ding zu kurz ist, nun ja, dann hängen wir eben eine binäre Tilde hinten dran, und zwar so lange, bis wir eine fertige Länge haben, okay? Ja, und dann haben wir eigentlich schon quasi alles fertig. Dann brauchen wir das Ding nur noch zu füllen. Das überspringe ich allerdings mal. Das ist einfach nur ein ganz normales Stück Code. Den brauchen wir eigentlich nicht. Normalerweise, wenn ihr das schreiben würdet, würdet ihr im Normalfall dieses Base 85 Decode verwenden, ja. Aber wie gesagt, da kommen wir dann irgendwann mal noch drauf. Das brauchen wir uns jetzt definitiv hier nicht fertig durchlesen. So, dann haben wir hier die Definition einer Funktion. Die wollen wir uns noch nicht angucken, denn ja, die ist ja im Endeffekt noch nicht für uns relevant. Und wir sehen hier auch, die Autoren von getPip legen nicht wirklich Wert darauf, dass diese Funktionen kurz sind, okay? Wie wir auch nachher noch sehen werden. Dann haben wir hier unten eine Main-Methode oder Main-Funktion, und die wird natürlich ausgeführt, wenn das Programm gestartet wird. Das heißt, das ist der Einsprungpunkt für dieses Programm. Ihr kennt dieses if name gleich main von meinen Tutorials, glaube ich, und dann wird die Main-Funktion ausgeführt. Allerdings muss man sagen, dass Imports trotzdem ausgeführt werden, ja. Alles, was in keiner Methode drin steht, wird in Python trotzdem ausgeführt, auch wenn wir eine Main-Methode haben, okay? Das heißt, diese ganzen Imports hier, die werden trotzdem alle ausgeführt. Und ja, dann wird im Endeffekt hier Main ausgeführt. Das finden wir hier unten. Das ist quasi unser Einsprungpunkt, okay? Und nach den ganzen Imports wird das eben gemacht. Und was wir auch noch haben, das ist auch in keiner Methode drin, dieses Data, ja, dieses Data-Objekt hier, was binäre Daten sind, das wird auch einfach so definiert, das braucht man nicht. Oder das ist in keiner Methode oder Funktion ausgelagert. Und hier sehen wir einige interessante Zeichen. Das sieht jetzt aus wie Kauderwelsch. Es ist auch wirklich Kauderwelsch, denn es ist tatsächlich Base 85. Ja? Base 85 ist einfach noch eine effizientere Schreibweise, um Daten zu speichern, aber dass die eben trotzdem noch hier drin in eurem Code vorkommen. Und deswegen haben wir hier oben auch dieses Base 85 Decode. Und jetzt klappe ich dieses Bootstrap hier mal ein, weil das brauchen wir nicht. Main brauchen wir auch noch nicht. So, das hilft beim Lesen enorm. So, dieses Base 85 Decode hier, das brauchen wir, um dieses Data-Objekt hier unten zu dekodieren. Denn wenn ich jetzt hier nur Base 64 hätte oder gar nur weniger, dann habe ich eben nur Buchstaben A bis Z und so weiter und so fort. Mit Base 85 kann ich in einem Zeichen nochmal mehr Informationen speichern. Nämlich 85 verschiedene Varianten, die ich da habe. Ein normaler Text, ja, der hat relativ wenig Optionen. Da habe ich im Endeffekt nur Groß- und Kleinschreibung und ein Sonderzeichen, beziehungsweise von mir aus auch 2, wenn ihr Punkt noch reinzählt, oder Komma, dann habt ihr 3. Aber es ist trotzdem relativ wenig. Während das hier, das hat Klammern, das hat Fragezeichen, Plus, Groß-, Kleinschreibung, Zahlen, alles drum und dran. Damit kann man richtig viele Daten einfach so bauen sozusagen. Und das Ding hier, diese binären Daten, ja, das hier ist im Endeffekt das komplette Pip. Also die Software Pip, die dann eure Paketverwaltung ist. Das hier ist Pip in Base 85 encodiert, okay? So, und jetzt muss das irgendwie noch installiert werden, und das macht man mit der Main- und der Bootstrap-Methode. So, wie wir gleich noch sehen werden, wenn ich jetzt den Anfang wieder finde. Okay, da sind wir. So, Main. Okay, also zunächst einmal, wir installieren es nicht direkt einfach so, sondern wir wollen als allererstes mal ein temporäres Verzeichnis anlegen, okay? Dieses temporäre Verzeichnis machen wir mit Tempfile. Das ist das Modul, was wir hier oben importiert haben. Und das ist sozusagen dafür zuständig,
dass es einfach automatisch temporäre Dateien für uns verwaltet. Das ist auch direkt schon bei Python dabei, da müsst ihr nichts zusätzlich installieren, deswegen kann es da nicht wirklich einen Fehler geben. Also alles easy. So, und jetzt sehen wir, was wir hier eigentlich machen. Wir dekodieren mit dieser Base85 Decode-Variante, die wir hier gerade hatten. Also zunächst einmal müssen wir natürlich hier die neuen Zeilen aus unserem binären Data-Objekt rauspacken. Das machen wir hier einfach, indem wir das mit binäres Newline mit binärem Nichts ersetzen, okay? Und dann wird das Ding nämlich einfach dekodiert, hier mit dem Base85 Decode, das wir oben uns angeguckt haben, und in eine ZIP-Datei reingespeichert. Das heißt, ihr seht hier, es wird die Datei pip.zip, also erstmal natürlich in das temporäre Directory, plus dann Dateiname und Endung pip, zip, reingespeichert, und ja, dann wird das da einfach reingeschrieben und fertig. Super easy eigentlich, das heißt, wir dekodieren im Endeffekt diese Datei, die hier drin steht, die einfach hier komplett definiert ist, und schreiben das in eine ZIP rein, und schon sind wir fertig. So, und was wir dann machen, ist einfach, ja, hier das Ganze in den Pfad einzutragen und dann zu bootstrappen. So, dieses Bootstrap haben wir noch nicht uns durchgelesen, machen wir gleich. Ist im Endeffekt einfach nur eine Verlängerung von der Main-Methode. Und was wir hier sehen, das Ganze steht in einem Try drin. Das heißt, wenn hier irgendwas schief geht, völlig egal was, dann, nun ja, hören wir halt auf, das Ding auszuführen. Und wenn wir fertig sind, ja, wenn wir fertig sind mit allem, egal ob es einen Fehler gab oder nicht, dann wird dieses Finally hier ausgeführt. Und dieses Finally überprüft erstmal, ob dieses Temp, der gesetzt wurde, oder ob der Fehler schon vorne dran kam. Wenn das Ding nämlich nicht none ist, dann führen wir hier einfach aus, dass dieses Verzeichnis einfach entfernt wird, okay? Weil wir hier eben ein temporäres Verzeichnis erstellt haben, und das muss natürlich auch wieder aufgeräumt werden. Das heißt, das machen wir, falls irgendwas schief geht oder falls das Ganze erfolgreich war, machen wir jedes Mal genau das. So. Okay, jetzt schauen wir uns die Bootstrap-Methode an. Die finden wir direkt hier oben drüber, und die ist so ein bisschen länger, ne? Aber nicht arg viel länger, und es ist eigentlich auch nicht so kompliziert, was wir nicht verstehen würden. So. Und das heißt, was wir zunächst einmal machen, ist, wir haben hier dieses Temp-Dir jetzt alles gesetzt, ja? Das ist quasi fertig, und wir wissen, dass das ganze Ding hier auch im Systempfad drin steckt. Wo ist es denn? Hier, in der Main haben wir das Ganze in den Systempfad reingetan, damit wir es importieren können, wie uns dieses wunderbare kleine Kommentar hier zeigt. Okay, so, wenn wir das jetzt also importieren können, nun, dann können wir hier auch tatsächlich einen Import durchführen. Und die Imports in Python, falls jemand das noch nicht wusste, die könnt ihr hinschreiben, wo ihr wollt. Ja, die können auch in 50 verschachtelten Ifs stehen. Ansonsten könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Das heißt, wir importieren hier erstmal den pip entry point, den install command und dann install rec from file, ja. Der spaßige Fakt von pip ist nämlich, dass ihr tatsächlich über pip installieren könnt. Das ist ein bisschen kaputt in der Birne, funktioniert aber tatsächlich. Denn wenn ihr mal pip upgradet, dann installiert ihr im Endeffekt auch nur ein neues pip über pip, ja. Und so ist pip tatsächlich beschaffen. Pip ist ein bisschen komplexer, das werden wir jetzt hier in dieser kleinen Datei hier nicht finden. Aber so im Endeffekt funktioniert pip. Und ja, damit können wir es dann also installieren. Das heißt, wir installieren jetzt gerade Software über pip, welches eigentlich noch gar nicht installiert ist, in unserem System. Und das ist eigentlich super geil. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich sowas sehe. Okay, gut. So, anschließend wird in dieser Funktion hier, in dieser Bootstrap-Funktion, eine weitere Funktion definiert, und zwar CertPassArgs, ja. Das ist im Endeffekt, falls jemand schon tatsächlich angegeben hat, dass er ein Zertifikat überprüft haben möchte. In der Command-Line muss es allerdings angegeben werden, was eigentlich keine Sau macht. Dann werden da tatsächlich die Zertifikate, die angegeben wurden, überprüft, und sind eben im Endeffekt überprüft, ob das auch wirklich in Ordnung war, dass man da eben pip zum Beispiel jetzt installieren möchte. Und ansonsten wird einfach tatsächlich ein eigenes Zertifikat, also quasi ein Self-Sign-Zertifikat hier verwendet. Das hat ein bisschen was mit Krypto zu tun, dass sich dann niemand in diesen Weg einloggt, okay? Das ist quasi einfach nur, damit das ganze Ding safe ist. So. Okay, hier sagen wir jetzt zunächst einmal, wir wollen dann standardmäßig die Setup-Tools auch installieren. Hier Setup-Tools sehen wir, die werden vermutlich mit installiert, aber falls man in der Command oder in den Argumenten hier tatsächlich --no Setup-Tools
oder drin hat, dann werden natürlich die Setup-Tools nicht installiert. Das kann man auch angeben, muss man aber nicht. Das wird dann einfach hier in eine Variable reingespeichert, die standardmäßig true ist. So wird sie eben false. Wir kennen das ganze Spielchen. Und ansonsten schneidet man einfach das erste Argument von den Command-Line-Argumenten ab. Okay, so. Selbiges passiert mit Wheel, allerdings funktioniert das natürlich nicht mit Pip. Pip wird ohnehin installiert, das ist quasi der Sinn von diesem ganzen Ding. Für Setup-Tools und Wheel haben wir die Möglichkeit, die beiden Sachen nun ja rauszulassen, okay? Achso, und genau, es wird jeweils noch überprüft, ob es in einer Environment-Variable drin steht, dass man eben zum Beispiel keine Setup-Tools haben möchte oder kein Wheel haben möchte, wobei das die wenigsten Leute tatsächlich haben. Also in den meisten Fällen wird es einfach mit installiert, aber man kann es auch angeben, dass man das nicht möchte. So, hier sehen wir jetzt, es wird Setup-Tools importiert und es wird Wheel importiert, falls wir das wollen. Das heißt ebenfalls diese beiden hier auf True sind, hier unten noch. Ansonsten eben natürlich nicht und wenn ein Fehler kommt, dann auch nicht. Und ja, dann sagen wir hier, wir sind jetzt hier fertig damit. Und ja, es wird im Endeffekt wirklich nur importiert, noch nicht wirklich installiert, okay? So, der nächste Teil hier ist für quasi Legacy Code, wenn Leute eben Versionen von Pip haben, die haben wollen, die sehr, sehr klein ist, dann muss man hier eben überprüfen, weil scheinbar ein Double Requirement Error auftreten kann. Aber ja, das ist im Endeffekt hier drin festgehalten. Und was dann wieder interessant ist, wir sagen hier, wir fügen Argumenten. Das ist einfach eine Liste, ja. Fügen wir Pip hinzu, Setup Tools und Wheel. Und jetzt kann sich der eine oder andere schon überlegen oder denken, was da eigentlich passiert, ja. Hier sehen wir auch noch die Argumente, also den Argumenten, die wir hier oben eingegeben haben, also Pip, Setup Tools und Wheel, die werden auch noch gleichzeitig, vorne dran wird gehängt Install, Upgrade und Force Reinstall. So, und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was jetzt gleich passiert. Wir löschen hier nämlich das temporäre Verzeichnis. Beziehungsweise hier löschen wir noch nicht. Hier erstellen wir erstmal das temporäre Verzeichnis, wobei das tatsächlich hier nur gemacht wird, wenn diese Bootstrap-Methode irgendwo anders aufgerufen wird und eigentlich wird sie nur von der Main aufgerufen und die Main erstellt eigentlich das temporäre Verzeichnis. Das heißt, das hier ist eigentlich niemals none. Aber ja, es kann scheinbar vorkommen, dass es mal none ist und dann wird es kurz erstellt und man möchte es auch am Ende von dieser Methode, also von der Bootstrap-Methode löschen. So, anschließend sagen wir hier, wir holen uns das Zertifikat und zwar aus dem temporären Verzeichnis dieses ca-Zertifikat.pem. Wir öffnen es und beziehungsweise, also wir holen uns den Pfad davon, dann öffnen wir es zum Schreiben und schreiben dort von Package Util, da steht nämlich alles drin, schreiben wir quasi das Zertifikat und dieses ca-cert.pem hinten an sozusagen. Das heißt, in Package Util, also einem Teil von Python selbst, ja, steht schon das komplette Zertifikat drin, das wir hier zum Überprüfen haben wollen von Pip. Okay, also das quasi, was überprüft, ob jetzt tatsächlich das, was kommt, auch wirklich von der offiziellen Stelle ist. Oder ob das vielleicht irgendwo herkommt und ein bösartiges get-pip ist oder so. Und in Package Util, naja, das ist ja tatsächlich mit der Python-Installation gekommen. Das heißt, dem können wir vertrauen. Diesem get-pip, also diesem Skript selber, dem können wir eigentlich nicht vertrauen. Wobei das ein bisschen paradox ist, hier zu überprüfen, ob das Zertifikat okay ist, während pip ja an sich schon direkt mit übertragen wurde. Ja? Das heißt, pip ist ja in getpip.py drin. Da das Zertifikat zu überprüfen, bringt eigentlich relativ wenig, denn wenn das wirklich eine bösartige Datei ist, dann könnte man hier auch einfach sagen, hey, ja, ich schreibe alles hier rein, was ich möchte, okay, also das ist jetzt nicht so als secure anzusehen oder auch nur als safe, ja, wobei als safe vielleicht schon. Okay, ja, dann haben wir hier sys.exit und in diesem sys.exit rufen wir die Funktion pip-entry-point mit den args auf. Was das jetzt genau macht, ist folgendes. Pip-Entry-Point ist im Endeffekt einfach, als würdet ihr in eurer Command-Line pip angeben. Ja, also pip und danach kommt install, --upgrade, --force, --reinstall und dann pip, setup, tools und wheels. Das heißt, das, was das Ding hier macht, ist im Endeffekt genau das hier. Pip, install, beziehungsweise was install, --upgrade, --force, -reinstall und dann hier oben die drei Dinger pip, ups, ja, das soll ich da vielleicht nicht reinschreiben, pip, setup tools
das funktioniert nicht. Und Wheel. Fertig. Das ist das, was das Ding hier macht. Nur, dass man natürlich, wenn man pip noch nicht hat, erstmal irgendwie pip runterladen muss, sodass es dann eben importiert werden kann. Und das tut das Skript im Hintergrund für euch. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich das Interessanteste hier gewesen, dass das quasi einfach pip verwendet, um pip zu installieren und dabei quasi pip schon in der Datei drin ist. Das ist der ganze Clou an der ganzen Sache hier. So, und hier sagen wir noch, wenn das Temp dir hier drin erstellt wurde, dann wird das auch hier gelöscht werden und dann ist eigentlich auch schon Feierabend, dann jumpen wir zurück und löschen hier nochmal das Temp dir, falls es denn gesetzt wurde, falls es nicht none ist und dann sind wir fertig, dann haben wir plötzlich pip installiert. Cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr merkt, die Let's Reads werden ein bisschen länger als ganz normaler Code und wir gehen auch ein bisschen zügiger über den ganzen Code, als wenn ich den jetzt selber schreibe. Aber ich glaube, man kann da wirklich noch einiges dran lernen. Gerade so schöne Sachen wie hier oben das mit dem Python 3, wenn wir Python 3 haben. Ansonsten, wenn wir Python 2 haben, dann machen wir es eben anders. Das ist einfach so the Python way, ja. Da kann man einfach so richtig coole Moves quasi bringen, weil man natürlich auch irgendwo Sachen importieren kann, die eventuell nicht funktionieren und dann macht man halt einen Try um den Import rum, kein Problem. Ja, ich glaube, es ist ganz cool gewesen und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Lasst mir gerne euer Feedback da. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht. Ich nehme an, die meisten werden die 2 oder 3 Videos, wo ich das mal gemacht habe, nicht kennen. Falls ihr irgendwie Feedback für mich habt, was ich anders machen kann oder besser machen kann oder sowas, dann bitte, bitte schreibt mir das in die Kommentare oder per PN oder mir egal wie. Und ja, dann versuche ich das natürlich die nächsten paar Male anzupassen. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.